sind hier auf der Baustelle vom Geschäftshaus A in Esslingen. Das Spezielle an dieser Baustelle ist hier, dass wir ohne Plan arbeiten. Wir können unser eigenes Projekt hier nutzen, um herauszufinden, wie wir in Zukunft arbeiten werden. In Extremform hier auf der Baustelle heisst das, wir arbeiten ohne Plan, direkt ab Modell. Man hat ein Tablet in der Hand, man hat an einer Bausitzung einen Bildschirm in der Nähe und tut so arbeiten. Die Idee dieses Projekts ist, dass wir für uns, aber insbesondere für unsere Kunden lernen. Im Moment sind wir auf der Baustelle am Modellieren der Baugrube. Die ganzen Werkleitungen, die ganzen Gräben werden jetzt nicht mehr konventionell eingemessen mit Doppelmeter, Maßband und Plan, sondern wir messen das mit dem Tachymeter einmessen und der Tachymeter wird direkt ab Tablet gesteuert. Das heisst direkt ab dem Modell, wo man den Punkt anwählen kann und der Tachymeter führt einen dann an den richtigen Ort hin. Der Vorteil ist, dass wir einen konsequenten Datenfluss haben von der Planung auf die Baustelle. Es ist nie jemand etwas am Abschreiben oder Abzeichnen. Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Qualität auf der Baustelle höher ist. Wir haben die Fehlerquelle so ausgeschaltet. Das wird sich zeigen, wie das funktioniert. Ich stelle jetzt die Verbindung her zwischen dem iPad und dem Tachymeter. Was neu ist, ich kann jetzt anhand vom Modell die verschiedenen Koordinationspunkte auswählen und kann mit denen abstecken und muss nicht mehr mit der Vermassung vom Plan arbeiten. Das, was ich anwähle, der Punkt schickt nachher das Gerät an den Tachymeter, die sind verbunden miteinander und das Tachymeter sagt mir nachher, wo der Punkt ist, indem das mit einem roten Laserpunkt projiziert oder mit dem Messstab, mit dem Prisma. Die Grossbewährungsprobe steht uns noch bevor. Nachdem dass wir jetzt als nächstes die Baugrube fertig modelliert haben, kommt die Bodenplatte auf die Baustelle. Dort werden wir auch sehen, ob der Eisenleger, der Schalungsbauer mit diesen Hilfsmitteln arbeiten können. Auf der rechten Seite sieht man das komplette 3D-Modell, auf der linken Seite habe ich einen Grundriss. Man könnte hier meinen, okay, das wäre eine Planansicht, das ist aber eigentlich ein Abbild vom 3D-Modell. Das heißt, alles, was ich hier anklicke, korrespondiert 1:1 mit dem 3D-Modell. Es ist nicht nur eine 3D-Geometrie, das heißt, hier ist noch viel mehr Arbeit eingeflossen. Sobald ich hier ein Element anwähle, habe ich quasi Eigenschaften zur Verfügung, die sind hier auf der rechten Seite. Diese Eigenschaften beinhalten alle Informationen, die das Bauteil benötigt, bis es auf der Baustelle quasi hergestellt worden ist. Momentan arbeiten 15 Leute gleichzeitig an dem Modell. Das heißt, wenn ich das Modell hier sehe, hat gerade wahrscheinlich wieder jemand ein neues Element gebaut, hat es synchronisiert und das Modell ist schon wieder gewachsen sozusagen. Das ganze Modell beinhaltet über 30.000 Elemente. Das wären natürlich viel zu viele Elemente, um den Baumeister, den Polier auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen. Wir müssen das Ganze runter reduzieren, dass der Polier quasi genau diese Ansicht nachher auf der Baustelle zur Verfügung hat. Wie man sieht, da hinten, der Eisenleger ist bereits am Eisenlegen und er macht es auf die gleiche Variante, wie wir arbeiten. Er hat das Tablet und tut seine Informationen genau gleich wie wir aus dem Modell rausnehmen. Er hat für das eine spezielle App. Er kann die einzelnen Positionen anwählen, er kann sie ausblenden und er kann Informationsfenster aufmachen, um die jeweiligen Positionen, Eisendurchmesser und einfach jegliche Informationen, die er braucht, kann er aus dem Modell rausnehmen. Er hat die App bekommen und das Abbild vom Modell und hat mit dem sich selber beigebracht, wie er mit dem nachher umgehen kann, dass er möglichst produktiv schnell arbeiten kann. 57, 57. Ich glaube, die Umstellung war im Kopf nicht ganz einfach. Sobald wir aber erste Erfolgserlebnisse kreieren konnten, sind die Technologien sehr schnell angenommen worden. Das letzte Mal war wir hier noch am Aushub machen, es hatte noch kein Beton. Unterdessen ist der Aushub abgeschlossen, die Werkleitungen sind einbetoniert, die Bodenplatten abisoliert, bewehrt und betoniert die ersten beiden Bodenplattenetappen. Mit dem Betonieren der Bodenplatten ist ein wichtiger Meilenstein für uns erreicht worden.
weil wir können zeigen, dass der Workflow, den wir angedenkt haben und die Idee, die wir uns überlegt haben, dass die effektiv umsetzbar ist. Das heisst, das Bauen ab Modell so funktioniert.